Willkommen zurück auf meinem Kanal. Von Dubai ging es für ein paar Tage nach Hause und dann musste ich auch schon wieder meine Koffer packen und dann ging es ab ins Trainingslager nach St. Moritz. Als zusätzliche Motivation und kleine Überraschung habe ich mitgenommen, dass ich im PTO-Weltranking nach dem Sieg in Dubai auf Platz 1 gerutscht bin. Mal schauen, wie lange ich den Platz halten kann, aber es ist natürlich schon sehr cool, meinen Namen mal ganz oben zu lesen. Jetzt bin ich hier oben in der Schweiz, in St. Moritz, und es steht das nächste Höhentrainingslager an und die erste wirklich konkrete Ironman-Trainingsvorbereitung für St. George. Ich mache mir Sorgen um Lisa. Sie hatte mir ein Foto geschickt, they just need a round in the oven now. Und das war um 16:20 Uhr. I'm just like, I'm a bit worried about Lisa. The oven is shit. So this is what she promised us. Okay. This is the goods. But the oven, like the temperature was a bit of a problem. Ich bin jetzt für 2,5 Wochen hier oben zusammen mit Lisa Norden als Trainingspartnerin, mit Philipp als Trainer und die ersten 1,5 Wochen ist auch noch Lisas Mann mit dabei. Also haben wir zu viert eigentlich eine ganz coole Trainingsgruppe. Und außerdem war auch noch die Skilangläuferin aus dem Seilsquad, die Fabiana, mit am Start. Deren Saison geht gerade dem Ende entgegen und sie hat Lisa und mich für ein paar Laufeinheiten begleitet, weil sie hat ordentlich Dampf, auf kurze Strecken vor allem. Da kann sie als Pace Bunny dienen und vielleicht werden wir auch noch die ein oder anderen Kilometer auf den Langlaufski zusammen absolvieren können. He doesn't want one, so I take it. Yeah, thank you. Das ist mega süß, die Kleinen. I take her on the bike, it's the same, but you have to attack once. Kannst du mal versuchen, da jetzt wegzunehmen? You're not training tomorrow. Gönn mir. 800 Warm-up. Und jetzt ist es schon weg. Der Schwerpunkt liegt definitiv für mich hier oben auf dem Schwimmen. Da habe ich mit Lisa natürlich eine super starke Partnerin, die mich eigentlich in jeder Einheit so ein bisschen fordert und hoffentlich dazu beiträgt, dass ich eben in St. George auch auf dem guten Schwimmen von Dubai aufbauen kann. Okay, G1, die ganze Lage. Und kraul Arme in Wechsel. Stimmt? Ja. I try to hang on to the sweet. And I do. I feel the fear. Feel the fear. This is our gym work. The glamorous life of pro athletes. In St. Moritz. Put it on Instagram. Auf dem Rad ist aktuell so, dass wir es ein bisschen von den Bedingungen abmachen. In meinem Trainingsplan steht eigentlich immer Bike oder Skilanglauf. Das heißt, ich habe da so ein bisschen die Option auszuwählen, auf was ich zum einen mehr Bock habe und was natürlich auch gerade das Wetter so sagt. Der Schnee ist tatsächlich richtig krass am Schmelzen hier oben. Von daher bin ich gespannt, wie lange ich noch auf die Skier gehen kann. Ich liebe es, Skilanglaufen zu integrieren, auch wenn ich jetzt nicht die beste technische Skilangläuferin bin. Aber gerade vielleicht mein technisches Defizit führt dazu, dass es ein extrem anstrengendes Ganzkörper-Workout ist und ich eigentlich immer danach mich viel, viel stärker fühle. Trotzdem ist es natürlich jetzt mit St. George Anfang Mai so, dass ich jetzt nicht wie beim letzten Camp hier in St. Moritz
fast gar nicht Rad fahre, sondern nur Skilanglauf, sondern es sind jetzt schon auch einige Einheiten dabei, die ich eben auf meinem Zeitfahrrad mache. Zum einen ein paar Rolleneinheiten natürlich, wenn das Wetter schlecht ist, aber es war richtig cool, wenn die Sonne rauskommt, konnten wir auch schon jetzt hier oben an den Seen zwischen St. Moritz, Maloja hin und her fahren. Das ist eine super Zeitfahrstrecke. Bis zum Rennen in Dubai stand vornehmlich wirklich die Speedentwicklung, Grundlage und so weiter auf dem Plan. Wir haben da sehr, sehr viel Athletik noch mit eingebaut gehabt und jetzt geht es eben darum, wirklich die Form zu bauen in den letzten Wochen für eine Langdistanz. Das heißt, es geht darum, sehr ökonomisch zu werden. Hier oben ist es so, dass wir ganz häufig viele extensive Einheiten haben und dann nur ganz gezielt in die Spitzen im Training gehen. So zum Beispiel in der Kombination, dass wir eine Track-Session laufen, dann gehen wir nach Chiavenna runter, dann gibt es ein Mittagessen und im Anschluss steht dann noch eine längere Radfahrt, beispielsweise wie es jetzt letzte Woche war. Das waren ca. 2,5 Stunden flach in Norditalien und dann die letzten 2 Stunden den Pass hinauf zum Bernina wieder mit 2300 Höhenmetern. Solche Einheiten prägen hier das Bild. Laufen tue ich hier oben natürlich auch. Ich habe 4 verschiedene Laufschuhe dabei. Dementsprechend versuche ich immer pro Laufeinheit einen anderen Schuh zu benutzen und die Einheiten sind auch relativ unterschiedlich. Zum einen, wenn es der Schneematsch hier oben zulässt, laufe ich natürlich gerne hier die geliebten Strecken um die Seen herum. Das mache ich eigentlich so für die lockeren Läufe. Dann, wie gesagt, die eine Track-Session, eine schnelle unten in Italien. Dann gehen wir auch wieder an den Pass, um einen längeren Berglauf zu machen, natürlich auch für St. George. Und dann habe ich auch wieder mein Lever-Running-System dabei, um auf dem Laufband einfach auch noch mal ein bisschen Speedwork zu machen. Und das Besondere an dem Lever-System ist, dass man einfach sich selbst ein bisschen leichter machen kann und dadurch einfach die Belastung, die auf den Körper einwirkt, beim Laufen reduzieren kann, vor allem wenn man natürlich schnell läuft. Es eignet sich natürlich zum einen für Leute, die verletzt sind, wieder einsteigen wollen, einfach ein bisschen vorsichtig sein wollen. Aktuell geht es mir sehr gut und ich bin gesund und ich nutze es trotzdem, um einfach präventiv ein bisschen eben die Belastung zu reduzieren oder auch eben um so ein bisschen Übergeschwindigkeitstraining zu machen. Super effektiv, ich mache es total gerne und bin natürlich hier oben auch dankbar, wenn ich mich ein bisschen leichter machen kann und leider am Ende trotzdem noch genug. Wir sind hier oben in der Höhe, um einfach nochmal die Effekte von dem Höhentraining zu nutzen, da auch die Ironman WM in St. George auf quasi Höhenniveau stattfinden wird und ich jetzt einfach über die letzten Monate immer wieder ins Training diese Höhenblöcke eingebaut habe und ich hoffe, dass mir das helfen wird, einfach dann auch in St. George relativ schnell mit den Bedingungen gut zurechtzukommen. Das Höhentraining hat eine Vielzahl von Effekten und manche sind davon deutlich greifbarer und sichtbarer. Das sind beispielsweise Blutparameter, die sich dahin entwickeln, dass man ein bisschen höheres Blutplasmavolumen entwickelt, wenn man eine entsprechende Zeit in der Höhe verbringt. Das heißt, damit kriegt man einfach über eine Konstanz bessere Blutwerte hin, was für die Ausdauerleistungsfähigkeit extrem wichtig ist. Die zweite Sache ist, hier oben ist es sehr ruhig am Berg und es gibt wenig Ablenkung und man ist einfach sehr, sehr fokussiert im Training. Das führt zu einer höheren Trainingsqualität und der Stoffwechsel wird in der Höhe nochmal anders gefordert und durch beispielsweise die langen Berganfahrten, die hier mit dem Rad dabei sind, ist es gerade für die Langdistanzsportler wirklich sehr interessant, weil die Laktatbildungsrate ganz effektiv nach unten zu bringen ist über diese Form des Trainings. Das Training hier oben braucht sowohl für so erfahrene Leute wie Laura als auch für jeden anderen, der hierher kommt, immer zu Beginn eine gewisse Anpassungsphase. Die könnt ihr relativ gut über die Sauerstoffsättigung mittracken, wann ihr hier wirklich angekommen seid. Was ganz cool war, dass jetzt mein Whoop-Band auch zum Beispiel Parameter wie Sauerstoffsättigung darstellen kann und ich gesehen habe, dass mein Körper einfach immer schneller sich an die Höhe gewöhnt und wir auch jetzt hier oben schon relativ schnell dann auch mit intensivem Training einsteigen konnten. Insgesamt fühle ich mich richtig gut, aber ich muss auch eingestehen, dass Dubai mich muskulär schon ganz ordentlich mitgenommen hat. Also meine Oberschenkel, die taten mir schon noch ungefähr eine Woche weh und da musste ich einiges an Behandlungen über mich ergehen lassen, die sehr schmerzvoll waren. Aber zum Glück mit dem Start ins Trainingslager ging es dann eigentlich schon wieder besser. Und hier oben ist natürlich die Schwierigkeit, dass einfach die Höhe dazukommt und sich jedes Training einfach ein bisschen
anstrengender bis hin zu viel anstrengender anfühlt als jetzt zu Hause. Aber genau deswegen bin ich ja auch hier und ich versuche jetzt einfach wirklich die Zeit nochmal mich richtig intensiv aufs Training zu konzentrieren. Die Einheiten zählen. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zur WM und ja, ich hoffe, dass ich einfach dieses gute Gefühl, was ich gerade habe, jetzt noch über die letzte Woche mitnehmen kann. Ich hoffe, euch haben die Einblicke hier in mein Trainingslager in St. Moritz gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und wenn euch irgendwas noch auf der Seele liegt, was unbeantwortet blieb, schreibt es mir in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst.